Einen wunderschönen guten Tag. In meinem heutigen Video erwartet dich die endgültige Vorbereitung für die Lackierung bei diesem Audi A5. Vor nicht so langer Zeit hat er noch so ausgesehen. Einmal das komplette Fahrzeug in Einzelteile zerlegt. Alle Scheiben entfernt, war ein kleiner Aufwand und Nervenkitzel. Boah, ist die schwer. Dasselbe, jetzt noch bei dieser Scheibe. Einmal alle Schäden in der Oberfläche mit dem Karosseriespotter instand gesetzt, damit wir eine gute Basis haben. Alle reparierten Stellen mussten noch leicht ausgespachtelt werden und, ja, tagelanges Schleifen, bis wir auf diesen Punkt angelangt sind, wo wir jetzt angekommen sind. Heute müssen wir das Fahrzeug endgültig vorbereiten für die Lackierung. Ich hoffe, dass keine Komplikationen inzwischen kommen. Viel Spaß mit dem Video und im Vorhinein gerne schon mal eine positive Bewertung da lassen für den netten, guten, alten Algorithmus. In erster Linie müssen wir das Fahrzeug nochmal abkleben. Dazu verwende ich 3M Scotch Klebeband. Für mich optimal, ich habe in das volles Vertrauen, da es einfach eine starke Klebefähigkeiten hat. Ich demonstriere es dir mal ganz kurz an der Dreiecksscheibe. Dazu Klebeband im Außenbereich ankleben und das bei jeder Öffnung beim Fahrzeug. Auch bei der Tankdeckelöffnung, in den Radkästen, Motorraum, Scheibenrahmen vorne, Scheibenrahmen hinten und generell auch noch im Außenbereich, wo einmal die Stoßstange montiert war und die Rückleuchten. Jetzt können wir diese Folie einmal über das komplette Fahrzeug rüberziehen. Aufgerollte Folie sieht relativ gmal aus, jedoch ist die gefaltet. Das heißt, sie ist in der Breite hier nur 1 Meter, aber so gefaltet, dass 5 Meter Breite die gesamte Folie hat. Die Folie kann ich jetzt mit dem Messerchen einmal schön abschneiden und danach auseinanderfalten und alle Flächen abdecken. Danach drücke ich sie einfach auf die offenen Bereiche mit der Hand ein bisschen an, auf der vorgeklebten Stelle festklebt und danach kann man sie mit dem kleinen Cuttermesser vorsichtig, damit man nicht das Papier zerschneidet, ausschneiden in den ganzen Rahmen. Jetzt habe ich ein perfekt abgeklebtes Fahrzeug. Obwohl, sauber ist er ja noch nicht. Jetzt müssen wir nochmal gründlich mit Silikonentfetter reinigen. Das hier ist das letzte Tuch, mit dem ich das komplette Fahrzeug abgeputzt habe. Und das ist dann das Druckentuch. Also dreckig ist das nicht mehr wirklich. Ich denke mir mal, diese Streifen, die hier drauf sind, sind noch von den leichten Überreste vom Kleber hier im Scheibenrahmen. Langsam, aber sicher wird es Zeit, das Fahrzeug zu grundieren. Freunde, ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe ganz ein komisches Gefühl dabei, wie wenn mir irgendwas schief laufen würde. Naja, eine Sache muss ich auch sagen. Vielleicht könnte das Gefühl auch sein, dass ich das erste Mal ein Dach füllere. Auch noch nie lackiert, noch nie gefüllert. Auf meinem Kanal hast du bei den letzten Videos viele Füllerarbeiten gesehen, bei jedem Fahrzeug. Aber das waren alles Bereiche, wo ich sage, die sind einfach, da ist nichts Kompliziertes dabei. Da war kein Falz, wo 100 verschiedene Kanten sind. Hier vorne Bleche und Stellen, die man gerne vergessen kann. Dann hier oben der Scheibenrahmen, hier hoch einmal rüber. Dann ist hier so eine kleine Stelle, die extrem schmal ist. Also da ist wirklich äußerste Vorsicht geboten und ja, keine Stelle vergessen. Zufolge müsste man nochmal nachfüllern. Und beim Füllern selbst, ich nenne es Füllern, in der Umgangssprache wird das Grundieren genannt. Vom Italienischen ins Deutsche übersetzt ist es einfach Filler. Egal. Ich habe mir schon mal alles abgemacht. Füllerpistolen hergerichtet. Für den Rostschutz eine eigene Pistole hergerichtet. Das ist meine hoch und heilige Füllerpistole. War nicht extrem teuer, aber für mich ist sie dennoch heilig. Dann habe ich schon mal alles abgemacht. Das ist der Rostschutz, 2 Komponenten Rostschutz
und Isolationsschicht. Diese kommt an alle blanken Blechstellen rauf. Was ist der Effekt von dem? Ganz einfach. Es enthält einen guten Rostschutz und ist eine Isolationsschicht, wie das Wort schon sagt. Somit isoliert es mir automatisch die darunterliegenden Lackschichten vom darauf folgenden Lack bzw. Grundierung, die dann draufkommt. Somit kann hier keine komische, nicht gewollte chemische Reaktion entstehen und so sind wir auf der sicheren Seite, denn man weiß ja nicht immer, auch wenn man einen Lösemitteltest macht, ob hier irgendein Material drauf ist, das sich mit einem anderen Material nicht wirklich verträgt. Das ist mal das Erste. Das kommt in 2 Schichten rauf. Erster Linie alle blanken Blechstellen und solche Übergänge, wie du hier siehst, das ist ein schönes Kränzchen vom Klarlack. Also hier ist noch Klarlack, hier darunter ist Basislack. Das Problem dabei ist, die Viskosität ist vom Klarlack anders. Wenn ich hier einen Füller auftrage, wird der Füller beim Basislack mehr eingezogen als beim Klarlack, da die Oberfläche anders aufgebaut ist und auch generell ein komplett anderes Material ist. Und das ist wiederum Isolationsschicht gut. Hat man keine Probleme mit Einfall und komische Flecken im Nachhinein und sonstige Probleme. Dennoch bin ich wie auf Nägeln extrem angespannt und ich hoffe einfach nur, dass jetzt alles nach Plan läuft. Denn wir haben viele Sachen, die ich jetzt im Hintergrund, die ich jetzt nicht auf der Kamera gezeigt habe, hinterdenken müssen. Zum einen Temperatur. Haben wir 20 Grad, 40% Luftfeuchtigkeit, optimal, kann ich nicht sagen. Kompressor, der saugt die Luft ja nicht hier drinnen ein, der ist ein bisschen größer, deshalb hat er hier drinnen auch nicht Platz, der saugt feuchte Luft an. Somit habe ich da einmal mal das komplette Kondenswasser rausgelassen, entlüftet, nachkontrolliert. Also diese Luft ist auch gefiltert und frisch, dürfte kein Fett sein. Dann ist mir noch eine Sache eingefallen. Ich habe hier ja den kompletten Raum isoliert und wortwörtlich abgedichtet mit einem Material, das bei Fahrzeugen mit Lack sich absolut nicht verträgt. Und das ist Silikon. Darauf habe ich hier mal jetzt tagelang gelüftet, bevor ich überhaupt das Fahrzeug reingestellt habe. Das ist mir damals dann erst eingefallen. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich keine wirklich komischen Reaktionen beim Füllern habe, dass ich keine Rinne habe, dass ich eine gleichmäßige Schicht überall rauf bekomme. Erste Schicht über Reparaturstellen, zweite Schicht flächendeckend, dritte Schicht nochmal flächendeckend. Danach mache ich den Rest. Bei dem habe ich kein Bedenken, jedoch Dach macht mir ein bisschen Angst, denn wenn man so schaut, ich habe hier nicht so viel Spielraum. Wenn man hier auf die Hand schaut, das wird lustig werden. Aber lass uns anfangen. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Es hat schon mal richtig gut angefangen. Als ich meine alte, günstige Lackierpistole ausgepackt habe und mal den Luftdruck kontrolliert habe, generell alles nachkontrolliert habe, ist mir aufgefallen, die funktioniert nicht richtig. Das heißt, der Führungsbolzen innen drinnen, der lässt nicht los, sobald ich loslasse, wie wenn Dreck innen drinnen wäre oder alles verkeilt wäre. Meine Vermutung wurde wahr, ich habe sie auseinandergebaut und habe schnell gemerkt, dass hier die Nadel verbogen war. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist, sie war halt verbogen. Somit habe ich von meiner anderen günstigen Lackierpistole die Düse und alles drum und dran umgebaut. Angefangen, erste Schicht einigermaßen raufbekommen, aber es ist nicht so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Einmal hat sie mehr rausgesprüht, einmal weniger und sobald der erste Klumpen geflogen ist, wurde mir eines klar. Die Pistole kann ich verschmeißen. Die ist nicht sauber das letzte Mal von mir geputzt worden, mit der ist nicht mehr viel anzufangen. Naja, ich habe angefangen. Ich kann jetzt nicht mehr aufhören. Ich muss da irgendwie durch und Lösungen finden. Somit habe ich die Pistole, die ich zuerst in den Müll geworfen habe, wieder ausgepackt und diese zusammengestellt mit dem funktionierenden Düse und dann ist alles reibungslos weitergegangen.
Wer benötigt schon eine Lackierkabine, wenn man eine 32 Ampere Heizung hat? Erste Schicht Primer ist drauf, jetzt kommt die zweite, es ist schon abgelüftet. Ich mache mal weiter, denn das muss jetzt wirklich schnell gehen. Denn diese Heizung, die ist krank, was die hier an Temperatur leistet. Wenn ich hier nicht die Tür immer mal wieder aufmachen würde, hätte ich hier drinnen vermutlich eine Sauna. You're trying hard to pretend, but this house is nowhere you could ever live. Ooh, your fingers don't feel anymore. Ooh, you're moving but you can't get closer. She won't stop banging on the back door. She got it, oh, she got it now. It's a Jetzt ist es gerade 3 Stunden später und ich muss sagen, der Füller ist schon optimal ausgehärtet. Also man könnte ihn ohne Probleme schleifen. Nun, beim Füller selbst ist mir am Ende aufgefallen, hier in der Ecke sich das ein bisschen gelöst hat. Zur Folge hat es hier ein bisschen reingestäubt. Zum Glück sind hier jedoch keine Innenverkleidungen und sonstige Gegenstände dahinter gewesen. Sonst müsste man diese ersetzen, weil Füller reinigen, das geht nicht gut. Hier auf der blanken Blechstelle nimmt man ein bisschen Nitro-Verdünnung, kann man das ohne Probleme runterputzen. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist es besser gegangen wie gedacht. Am Anfang beim Starten ist mir so gut wie alles schief gegangen. Als ich den Rostschutz aufgetragen habe, habe ich gedacht, so komm, ich schmeiß alles hin, ich gehe raus, ich lasse es, das geht nicht. Ich weiß nicht wieso, aber die Pistole, okay, ich weiß es ganz genau, ich habe das letzte Mal die Pistole nicht ganz sauber geputzt. Wieso? Wie soll es denn auch sonst passieren? Pistole war eine Düse, vorne leicht verstopft und somit hat es Druck im Behälter aufgebaut und der Rostschutz ist natürlich vom Behälter oben rausgerunnen. Und mir auf die Karosserie. Zum Glück war er frisch und ich konnte ihn runterputzen, habe ihn dann leicht anhärten gelassen und eine Schicht Rostschutz drüber. Das ist dann wirklich ohne Probleme gegangen. Bei Füllern selbst muss ich sagen, habe ich keinen Fehler gefunden und ich habe mir es schwerer jetzt vorgestellt, wie es war. Am Dach selbst spiegelt es so schön. Das sieht man auch jetzt, da spiegelt es extrem. Und das Problem war, ich habe wortwörtlich blind gefüllert, da ich in dieser Höhe gefüllert habe und auch hier Kamerasicht ist mein Gesicht. Wie soll ich das sehen, wo ich fülle? Dann habe ich so Pi mal Daumen gefüllert und in den Aufnahmen habe ich gesehen, dass ich so nicht deckend lackiert habe. Also wenn man hier reinschaut, dann sieht man schon, das ist nicht zu 100% deckend. Da könnte leicht möglich sein, dass jetzt Wellen sind. Zufolge werde ich jetzt das ganze Fahrzeug mit Hand schleifen, also den ersten Grobschliff machen, damit ich einfach wieder Wellen ausglätten kann. Aber das mache ich nicht jetzt, sondern in 2 Wochen. Ich gebe den Füller, macht man in den seltensten Fällen, nur wenn man wirklich ein 100%iges Ergebnis haben möchte, lasse ich ihn absitzen. Und das 2 Wochen, meiner Meinung nach ist das genug. Farbtechnisch haben wir jedoch immer noch ein Problem. Ich weiß einfach noch nicht, welche Farbe er bekommen soll. Erster Schritt habe ich mir mal eine Maske im Photoshop gemacht. Danach habe ich ein bisschen herumgespielt mit den Reglern. Ja, es gibt viele Farben. Allerdings bin ich nicht wirklich weiter damit gekommen. Dann habe ich mir alle eure Kommentare durchgeschaut und alle Farben rausgesucht und ein Foto runtergeladen, damit ich im Nachhinein in einem Ordner einen Überblick über die kompletten Farben habe. Und von diesen Farben habe ich mir jetzt 4 Farben ausgesucht. Mittlerweile kann ich mir visuell besser vorstellen, welche Farbe würde ihm gut stehen. Das lasse ich aber euch entscheiden. Von diesen 4 Farbtönen, einmal Blau, Grün, Gelb und Schwarz. Das kannst du mir in den Kommentaren teilen. Welche Farbe würdest du am schönsten auf diesem Fahrzeug finden? Nach so einem miserablen Start, wo alles schiefgegangen ist, ein solches Traumergebnis erhalten, hätte ich mir beim besten Willen nicht erträumen können. Es ist einfach nur unglaublich. Oberfläche hat fast keine Füllerporen, die ist extrem glatt geworden. Und wenn man drüber fährt mit der Hand, dann hört man so richtig schön.
wie glatt die eigentlich in Wirklichkeit ist. Dach selbst, naja, hat immer noch solche Streifen. Dennoch bin ich im Großen und Ganzen absolut zufrieden. Eine Sache muss man halt immer bedenken. Ich bin darin nicht gelernt. Das, was ich hier gemacht habe, ist alles Eigenerfahrung. Ich habe 100-mal drauf bezahlt, viel Lerngeld bezahlt, um zu wissen, auf was ich schauen muss, um zu wissen, wie ich den Karosseriefüller temperaturbedingt abmache. Denn Herstellangaben sind immer ein Richtwert. Wenn ich jetzt nach Herstellangaben den Karosseriefüller abgemacht hätte, wäre mir vermutlich der ganze Füller mit Läufer überall versehen, hätte keine Schicht und wäre nicht so verlaufen, wie es jetzt verlaufen ist. Und ein bisschen stolz bin ich heute. Das muss ich schon sagen. Ich habe es mir einfach beim besten Willen nicht erträumt, auch wo ich angefangen habe. Bin ich davon ausgegangen, das, was ich jetzt mache, werde ich nochmal machen müssen, denn es wird alles schief laufen. Nun ja, Freunde, Karosserie ist fertig vorbereitet. Ich bin mehr als zufrieden, die könnte man jetzt ohne Probleme schleifen. Allerdings behalten wir das mal im Hinterkopf, denn nur mal ans Schleifen denken können wir lange noch nicht. Denn wir haben noch alle Anbauteile zu schleifen, zu reparieren, anzupassen und versteckte Unfallschäden noch zu reparieren. Wie diesen hier, den ich in der Tür eingezeichnet habe. Hier befindet sich Spachtel darunter, das wissen wir schon, jedoch wie viel und wie schlimm es ist, das finden wir noch heraus. Tür habe ich auch schon mal ein paar Dellen eingezeichnet. Motorhaube hätte eine Kartellbeschichtung. Allerdings habe ich hier gesehen, die hat hier eine Delle drinnen. Ich hoffe, man sieht's. Originales Neuteil. Aber wir müssen es jetzt auch bearbeiten. Kotflügel sind gebraucht. Die habe ich damals repariert. Wer sich noch zurückerinnern kann, lasse es mich in den Kommentaren gerne wissen, denn die haben extrem schlimm ausgesehen. Was ist denn das hier? Rinner oder Oxidation? Ja, moin. Das war gerade ein Schockmoment. Jetzt habe ich mal gerade alles vergessen, was hier eigentlich alles gut gelaufen ist in diesem Video. Wie aber ein Aluminiumkotflügel oxidieren kann, ist mir bewusst, aber dass ein Aluminiumkotflügel rosten kann, das finden wir in meinem nächsten Video heraus, denn dort müssen wir noch die kompletten Anbauteile vorbereiten für die Lackierung. Und mangelhafte, schlecht vorreparierten Sachen von mir richtigstellen oder erneuern. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gerne eine positive Bewertung da lassen. Würde mich sehr unterstützen. Und ciao Leute, wir sehen uns in meinem nächsten Video, wo es dann bei diesem Fahrzeug weitergeht.